Mein Name ist Kaan, ich bin 21 Jahre alt und in den letzten 3 Jahren bin ich zum dritten Mal an Krebs erkrankt. Meine Erkrankung nennt sich Sarkom. Sarkome machen ca. 1% aller neuherzigen Tumorerkrankungen aus und in meinem Fall war es in der Muskulatur. Die erste Diagnose hatte ich 2023 mit 18 Jahren. Damals hatte ich einen Tumor in meinem Bein und aktuell befinde ich mich in meiner dritten Diagnose und habe einen Tumor in der Lunge, um genau zu sein, an meinem Herzen, und befinde mich in der zweiten Chemotherapie. In den letzten 2,5 Jahren lag ich circa 3 Monate auf der Krebsstation, also auf der onkologischen Station. Ähm, Habe eine Strahlentherapie hinter mir und einige Tage auf Intensiv nach einer Lungenoperation. Ja, und ich will euch heute mal ein bisschen mitnehmen, indem ich erzähle, was ich die letzten 2 bis 3 Jahre so erlebt habe. Vor allem für die jungen Leute da draußen. Als ich das erste Mal erkrankt bin, mit 18 Jahren, ähm, habe ich immer so ein bisschen nach Inspiration gesucht. Eventuell Leute, an denen ich mich festhalten kann, die in meinem Alter eventuell auch sind. Und habe nicht genau das gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich habe dann immer versucht, mich selber ein bisschen lang zu hangeln, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, ich will ein bisschen davon erzählen, wie sich das so entwickelt hat, wie mein Umgang mit der Erkrankung ist, ähm, wie der Kampf mit Krebs aussieht. Also früher, wenn man so davon geredet hat, dass Leute gegen Krebs kämpfen, konnte ich mir nicht so viel darunter vorstellen, aber es ist sowohl körperlich als auch mental. Und da ist es gut, wenn man sich um beides kümmert, sowohl um seinen Körper als auch um seine Seele. Ja, und an erster Stelle will ich erstmal aufmerksam machen auf die Erkrankung Sarkome an sich. Sarkome sind bösartige Tumorerkrankungen, die in der Muskulatur oder im Knochengewebe entstehen können. Ähm, Es ist eine aggressive Tumorart und wird oft mit Chemotherapie behandelt, Strahlentherapie und Operation, also relativ großen Umfang. Dadurch, dass es ein kleiner Teil der neuen Krebserkrankung ist, ähm, hat es auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Und was das anbelangt, gibt es die Sarkom-Stiftung in Deutschland, die sich sehr viel dafür einsetzt, gerade für diese seltene Erkrankung für Betroffene, aber auch für Familien zum Beispiel, ja, die Aufmerksamkeit zu schenken und ein Miteinandergefühl zu schaffen, Leute zu vernetzen und ja auch den Austausch zu verbessern, weil man einfach über vieles nicht Bescheid weiß, und wenn man auf Leute trifft, die sowas schon mal erlebt haben und ein bisschen davon erzählen können, hilft es schon sehr. Vor allem allein mit Anlaufstellen, ähm, wenn man auch weiß, wohin man hin muss. Also wie ich bereits erzählt habe, hatte ich mit 18 meine Erstdiagnose. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich im Abitur. Das war 2023. Und ja, die Jahre zuvor habe ich Basketball gespielt, leistungsorientiert. Also in meiner Jugend war ich Jugendbundesligaspieler, habe Herren-Regionalliga gespielt. Und mein Alltag bestand eigentlich überwiegend daraus, viel Sport zu machen. Jetzt 5-mal die Woche Training und am Wochenende dann je nachdem 1 bis 2 Spiele. Und es war alles sehr optimiert und ja, natürlich mit dem einen Ziel, dass ich irgendwann Profi werden kann. Und in dem Alter, jeder Jugendliche, der leistungsorientiert spielt, hat gewisse Ambitionen. Ja, und deswegen habe ich auch viel Sport gemacht. Es lief auch relativ gut. Ähm, ja, bis ich dann mit 15, 16 so meine ersten Beschwerden hatte. Ich würde sagen eher 16. Es hat damals angefangen mit ganz leichten Schmerzen in der Hüfte. Habe das halt immer im Sport bemerkt, weil ich halt im Training viel gesprungen bin, im Basketball, ansonsten bei Würfen oder Körperkontakt. Bin dann zum Arzt. Zu dem Zeitpunkt war ich dann 17, wo ich zum ersten Mal zum Arzt bin. Und der meinte dann, ja, dass ich ein junger Patient bin, dass es eigentlich nichts sein kann, ich in einem halben Jahr wiederkommen soll und ja, die sich das dann anschauen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, von der man öfter hört, dass gerade junge Leute bei Ärzten nicht so ernst genommen werden. Ähm, Ich habe es auf die harte Tour erfahren, weil ich direkt nach der Diagnose dann mit der Chemotherapie anfangen musste. Aber das Wichtigste ist, dass man auf seinen eigenen Körper hört und
ja immer versucht, zumindest herauszufinden, wo man überall hingehen kann, welche Anlaufstellen es gibt. Ähm, genau, und das haben wir dann auch getan. Also ich war bei dem ersten Orthopäden, der mir nicht weiterhelfen konnte. Daraufhin bin ich dann zum nächsten und der war dann ein bisschen aufgeklärter, was es anging. Konnte mich dann noch weiterschicken und meinte halt, ja, ich würde das mal in Mannheim untersuchen lassen, im Uniklinikum. Habe dann dort einen Termin bekommen. Das war alles während dem Abitur. War dann halt immer wieder mal nicht da, weil ich Termin im Krankenhaus hatte. Ähm, ja, und dann am 26. Mai 2023 ähm, habe ich meine Diagnose bekommen. Kurz vorher war die Operation und dann wurden wir eingeladen zur Befundbesprechung. Und ja, ich hatte halt gar keine Vorstellung. Also ich wusste, dass ich Schmerzen habe, aber mir ging es sonst körperlich gut. Also meine Blutwerte waren in Ordnung. Ähm, ich war normal in meinem Sport drin und bis auf dass ich Schmerzen hatte, aber ich habe immer versucht, so ein bisschen aktiv zu bleiben. Ja, und dann kam die Ärztin rein und war erstmal richtig gut gelaunt, hatte ich kein schlechtes Gefühl bei. Und dann hat sie gesagt, dass ich bösartigen Tumor habe, also Krebs, und meine Überlebenschancen bei ca. 50% liegen. Ähm, ja, und mit 18 Jahren sowas direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen, ist sehr schwierig. Und das war so der Moment, wo es für mich angefangen hat, so surreal anzufühlen. Also auch die Zeit danach. Es ist wie so, als wird man in diesem Moment so aus dem Leben gerissen und ja, ist dann quasi wie so ein bester Freund neben einem und beobachtet das Ganze nur. Aber man ist eigentlich gar nicht so wirklich dabei mental. Und das war der Moment, wo es so angefangen hat. Ja, und dann sollte ich mit der Strahlentherapie beginnen. Habe dann auch schon Markierungen an meinem Bein bekommen. Ähm, ja, und habe mich vorbereitet für die Strahlentherapie. Es war im Sommer. Ich habe versucht, mich abzulenken, war mit meinen Freunden viel unterwegs, mal im Wald. Dann waren wir am Badesee schwimmen. Und an diesem einen Sommertag habe ich einen Anruf bekommen aus Mannheim von einem Chirurgen. Ähm, ja, der mich angerufen hat, meinte, Herr Eyers, ich bin auf Ihre Befunde gestoßen, habe mir das Ganze angeschaut und ich will bei Ihnen eine Chemotherapie machen. Er hat gemeint, Sie sind jung, ähm, Sie sind fit und ich wünsche mir, dass Sie in 10 Jahren Familie gründen können und gesund und glücklich sind. Und das in dem Moment zu hören, hat mich sehr geprägt. Ähm, ja, also die Priorität mit 18 sollte jedem klar sein. Das ist entweder äh, Sport machen, Freunde zocken oder ja, ganz einfache Sachen, so die jeder andere 18-Jährige macht. Ja, und dann mit so etwas konfrontiert zu werden, was noch so weit fern liegt, das weckt ein bisschen auf und in dem Moment habe ich erst begriffen, wie ernst die Lage ist und habe dann auch mit der Therapie angefangen. Habe 2 Medikamente bekommen, das Doxorubicin und Ifosfamid. Das sind starke Zytostatika, also Chemotherapien. Ähm, ja, habe 6 Zyklen davon bekommen. Ähm, und während der Chemotherapie, ich wurde ja während meinem Abitur sozusagen da rausgerissen. Und mein Ziel war immer, dass ich mein Abitur fertig kriege. Natürlich an erster Stelle, dass ich wieder gesund werde, aber ähm, ja, man sucht sich andere Sachen, an denen man sich festhalten kann. Das ist sehr wichtig in der Zeit, weil ja, wenn so das Primäre, die Gesundheit wegfällt, dann muss man auch auf vieles verzichten. Und gerade in so Zeiten, wo man ein bisschen vulnerabler ist es umso wichtiger, dass man die eine oder andere Sache findet, wo man sich langhangeln kann und ja, eine Leidenschaft hat. Und ja, ich habe mich sehr gefreut auf die Schule. Die Schule war für mich immer so ein Lichtblick am Ende des Tunnels, also gerade während der Chemotherapie. Ähm, ich bin jemand, der sehr viel visualisiert und sich Sachen vorstellt. Und ich habe mir sehr, sehr oft den ersten Schultag vorgestellt, wie ich wieder in die Schule komme. Ähm, ja, und die Chemotherapie ging dann los. Ich hatte hin und wieder mal Unterricht mit Lehrern aus dem Krankenhaus.
Im Uniklinikum Mannheim gibt es Lehrer, die für stationär Erkrankte oder generell für jung erkrankte Schüler, die nicht in die Schule gehen können, Unterricht machen. Da habe ich dann mit einigen von denen Homeschooling gemacht. Also sofern ich dann wieder zu Hause war, es mir besser ging und ich auch Lust hatte, dann habe ich mich rangesetzt und ein bisschen was gelernt, dass ich fitter fürs Abitur bin. Ja, und dann ging das so weiter. Die Chemotherapie war sehr anstrengend. Also ich will jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, ähm, aber wenn der Körper schwächer wird, dann neigt auch unser Kopf dazu, schwächer zu werden und so Gedanken zu verfallen. Und ich muss ehrlich sagen, es gab oft Momente, wo ich schon gedacht habe, so, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Es ist zu anstrengend. Ähm, so, man liegt den ganzen Tag nur, man übergibt sich mehrmals, ähm, man hat keinen Appetit, man hat Schmerzen und ja, gerade dieser Kontrast, würde ich sagen. Also, wenn ich mich jetzt selber vergleiche mit vorher, aus diesem sportlichen Alltag wieder in dieses Bettlägerische, das hat mich sehr zu schaffen gemacht anfangs, weil es halt immer so ein Auf und Ab war. Mittlerweile habe ich so meinen Umgang damit gefunden und versuche einfach geduldig zu sein und sehe das Ganze einfach als, ja, eine Treppe ist alles Schritt für Schritt. Ähm, Das ist einfach eine Zeit, wo man jetzt ein bisschen langsamer geht, aber es werden auch Zeiten kommen, wo man ein bisschen losrennen kann und anderes machen kann. Deswegen muss man einfach nur geduldig sein und versuchen, dass man mental auf jeden Fall positiv bleibt. Ja, die Chemotherapie ist mit sehr vielen Nebenwirkungen verbunden. Ähm, Ich kann mich an einen Tag sehr, sehr gut erinnern. Es war relativ am Anfang und der Tag hat mich sehr geprägt. Da waren meine Eltern zu Besuch und mein Bruder. Ähm, Ich habe zu dem Zeitpunkt Chemotherapie bekommen, habe mich den Tag über schon sehr viel erbrochen und da waren wir in so einem Aufenthaltsraum und ich saß auf so einem Couchstuhl. Meine Eltern, mein Bruder waren vor mir und ich hatte so eine starke Anspannung in mir. Es lag irgendwo an den Medikamenten, aber auch natürlich an meiner Angst. So, ich hatte unheimlich viel Angst in der Situation. Und der einzige Ausweg für mich war in dem Moment, wirklich das Fenster aufzumachen und komplett loszuschreien. Und dann habe ich auch mehrmals hintereinander geschrien und für ein paar Sekunden hatte ich das Gefühl, so dass dieser Druck in der Brust weg ist. Aber der kam immer wieder. Und was mich aber noch viel mehr belastet hat, war, dass meine Eltern, mein Bruder in dem Moment vor mir saßen, mich traurig angeschaut haben und ja, ich wusste ganz genau, die können mir jetzt nicht helfen. So, und ich weiß, die fühlen sich sehr schlecht dabei, dass sie mir nicht helfen können. Es tut denen unheimlich weh. Die Eltern sagen immer, die würden all die Last, die ihr Kind hat, auf ihre eigenen Schultern nehmen. Und das habe ich in dem Moment auch angesehen. Ähm, und ja, das war der Moment, wo ich so begriffen habe, okay, ich bin auf mich allein gestellt und der Einzige, der mir helfen kann, ist Gott und ich selbst. Das sind so Momente während der Behandlung, die wirklich sehr, sehr echt sind. Das sind Momente, die mir keiner nehmen kann. Und ja, die mich auf jeden Fall prägen und zu dem machen, der ich bin. Dann war ich im September 2023 circa mit der Chemotherapie fertig. War dann erstmal einen Monat daheim, weil meine Blutwerte schlecht waren. Die Chemo war zum Glück erfolgreich. Der Tumor ist kleiner geworden. Ähm, und ja, ich habe dann mit der Strahlentherapie begonnen. Und parallel ging ich dann zur Schule wieder. Das war auch sehr speziell. Also ich habe schon vorher erzählt, dass ich mich extrem auf den ersten Schultag gefreut habe. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals in meinem Leben so nervös gewesen bin. Also ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat oder so. Weil ich meine, wenn man weniger Haare hat in so einem Gesicht, dann sieht man Emotionen schon ein bisschen weniger an. Aber ähm, ja, ich war geistkrank aufgeregt. Ich bin reingelaufen und war schon komplett verschwitzt. Ähm, und irgendwie fand ich es auch krass, weil so mit dem Gedanken hatte ich mich ein bisschen abgefunden, dass jeder sein eigenes Leben lebt.
und man halt so ein bisschen auf Standby ist, aber so, das ist der Lauf des Lebens. So jeder hat mal eine Pause, jeder ist mal auf der Überholspur. Und deswegen, im Nachhinein hatte ich ja kein Problem mit, aber in dem Moment fand ich schon sehr krass, weil ich kam da rein, es war genau wie vor 6 Monaten, wie ich ja so die Schule verlassen habe. Und da muss ich erst mal ein bisschen mit klarkommen. Ja, und dann habe ich mein Abitur geschrieben und die Operation stand noch bevor. Und glücklicherweise, ich wollte halt alles eng getaktet haben, war dann die Operation einen Tag nach der letzten schriftlichen Abiturprüfung. Ja, mein Abitur lief gut. Also ich bin durchgekommen und dann bin ich zur Operation. Das war meine erste größere Operation. Die lief dann auch Gott sei Dank gut. Und von da an fingen dann die Kontrollen an. Ähm, ja, man ist erstmal sehr erleichtert. Also für mich so der speziellste Moment in meinem Leben ist eigentlich ein ganz einfacher. Nach der Operation, als ich wieder laufen konnte, so ein paar Tage nach der OP, war der ganze Besuch weg und dann bin ich war so im dritten Stock von dem Gebäude und dann bin ich runter, ähm, wo die ganzen Gäste hingekommen sind, die Eingangshalle und habe mich dann da auf so eine Bank gesetzt und saß wirklich so 3 Stunden lang auf dieser Bank und habe einfach nur die Gegend angestarrt und so diese Erleichterung gespürt und diese Dankbarkeit. Ja, und ich muss sagen, bisher gab es auch nicht irgendein Gefühl, was vergleichbar ist damit, als Dankbarkeit und Erleichterung. Ähm, ja, und mit diesem Gefühl bin ich dann wieder mit Lebensenergie natürlich erstmal ein bisschen geschwächt nach der Operation. Ich habe eine Reha gemacht, eine Sportreha, wo ich meinen Körper wieder ein bisschen aufgebaut habe. Geschaut habe, dass ich fitter werde, weil ich auch wieder Basketball spielen wollte. Ja, und da hat das Ganze dann ein bisschen im Kopf angefangen, muss ich sagen. Also eine Krebsdiagnose heißt nicht nur, dass du körperlich Schwierigkeiten hast, sondern das kann jetzt jeder, der sowas schon mal erlebt hat, bezeugen. Und wenn man einmal eine Krebserkrankung hatte, dann ja, ist es immer, wenn man zu diesen Kontrollen geht, ist die Angst da, dass immer was da sein könnte. Und damit hatte ich anfangs ein Riesenproblem. Ähm, es wirkt halt immer so, als wäre jemand in deinem Nacken und ähm, sobald etwas Schönes passiert oder du was Schönes erlebst, hast du gleich so den Hintergedanken, okay, wie lange hält dieser Moment an? Und kann ich mich auch auf diesen Moment verlassen? Ähm, Das hat mich eine Zeit lang sehr beschäftigt. Und irgendwann habe ich mich einfach davon abgefunden. Das Wichtigste ist, dass man mit den Leuten, die man liebt, redet, nichts in sich lässt. Und man muss versuchen, im Moment zu leben. Ja, man muss versuchen, mit den Leuten, die man liebt, zu reden, nichts in sich zu lassen. Und vor allem, ja, sehr viel an sich arbeiten, an seinem Denkverhalten, so viel positiv sehen, wie es geht. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, es gelingt eigentlich immer. Es gibt auch Phasen, auch jetzt in der aktuellen Therapie, ähm, wo man halt wirklich Angst hat, ob man überlebt, wie es weitergeht. Aber diese Angst darf niemals größer werden als der Glaube an dich selbst, dass du das schaffst. Und bisher habe ich immer stark an mich geglaubt und bin positiv geblieben. Es gibt mal Tage, da ist es ein bisschen einfacher. Und dann kommt schon was Kleines, ein kleiner Rückschlag und dann fällt es einem um Welten schwerer. Und genau das sind die Momente, wo es drauf ankommt, die uns zu dem machen, wer wir sind. Und zwar, wie wir darauf reagieren. Also generell, was die Sache so angeht mit der Erkrankung, dass es immer wieder kommen kann und man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich persönlich denke mir immer, es kann genauso gut jemand morgen aus Zufall von einem Bus überfahren werden. Es kann
sein, dass eine Person aus dem Nichts 'n Herzinfarkt bekommt und, so egal wie viel wir leiden, egal wie viel wir im Bett liegen, man weiß nicht, wann die Tage vorbei sind und, so sollte man auch leben. Also, jeden Tag aufs Maximale wirklich genießen und dankbar sein. Und ich bin mir auch sicher, dass man da auch gegenarbeitet, weil wenn man sich die ganze Zeit nur an negativen Sachen aufhängt und immer negativ denkt, wirkt sich das auch auf deinen Körper aus. Du bist abgeschlagener, du bist müder, deine Lebenswille geht weg und ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass man immer weitermacht. Und ja, mit dieser Erkenntnis bin ich so ins letzte Jahr. Ähm, ja, und hatte halt alle 3 Monate meine Kontrollen. Lief auch relativ normal. Also es hat sich dann dazu entwickelt, dass ich nach den Operationen, wenn ich meine Kontrollen hatte, eigentlich sehr locker war. Ich dachte mir so, komm, ich gehe da jetzt hin, so will schon nichts sein. Und dann genieße ich die Zeit weiter. Aber ich weiß nicht, woher das kam, aber das war im April letzten Jahres. Normalerweise habe ich wirklich gar keine Anspannung oder so vor sowas, aber so in der Nacht vor der Kontrolle, also für meinen CT- und MRT-Termin, war ich sehr, sehr angespannt. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber ich habe auf jeden Fall gespürt, dass was nicht in Ordnung ist. Ähm, Dann sind wir zum Termin gefahren in Mannheim, hatte dann ja, das CT und das MRT und dann kam der Arzt rausgelaufen und dann habe ich schon so direkt an der Körpersprache verstanden, okay, ähm, da ist irgendwas und der wird mir jetzt gleich sagen, dass ich eventuell wieder erkrankt bin oder ja, da bin ich reingelaufen und habe dann die Diagnose bekommen, dass ich in der Lunge Metastasen habe und da fand ich es im Nachhinein sehr interessant, so was in mir vorging, also auf so einer emotionalen Ebene. Im ersten Moment habe ich angefangen zu lachen, weil irgendwie war das sehr ironisch für mich. Ich konnte es nicht glauben. Dann war ich sehr wütend, dann war ich traurig. Und dann sind wir rausgelaufen. Ich habe einfach mit meiner Mutter den Tag weitergelebt. Also wir waren Kaffee trinken und habe mich einfach abgelenkt. Und ja, wenn man dann immer wieder sowas bekommt, dann ist es bei mir zumindest so, ähm, spürt man irgendwie gar nichts mehr. Also irgendwie keine tiefe Trauer oder so. Und dann, man sieht es jetzt vor sich, man will es überwinden und dann ist auch wieder gut. Ja, dann wurde ich operiert. Und zwar der 16. Juni letzten Jahres. Ähm, Operation ging ca. 4 Stunden. Ich wurde hier an der Lunge operiert, habe auch eine große Narbe. Und nach der Operation hatte ich höllische Schmerzen. Also ich bin im Aufwachraum aufgewacht und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich aufgewacht bin und komplett um mich herum geschrien habe. Also das Bettgeländer war hier, ich habe komplett dagegen geschlagen. Ähm, Da kamen in dem Moment 4, 5 Ärzte zu mir und haben alle versucht herauszufinden, wo ich Schmerzen habe. Und ich habe halt so vor mich hingelallt und gesagt, weil ich noch voll auf Narkosemittel war, wo meine Schmerzen sind. Und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so Schmerzen erlebt. Also das ist auch nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Ähm, ja, vor allem wenn es so zentral im Körper ist, ist es nochmal ein bisschen anders. Ja, und dann haben die mir weiter Schmerzmittel gegeben, aber es hat nichts gebracht. Was auch daran lag, dass mein Schmerzkatheter, den ich in der Wirbelsäule hatte, zu tief angelegt war. Müsst ihr euch das so vorstellen. Die Nadel, die in diesem peridualen Spalt ist, also der Spalt der Wirbelsäule, ähm, betäubt sozusagen den Körper von dort abwärts, also den Körper runter. Meine Schmerzen lagen aber über dem Stich der Nadel, ähm, wodurch es nichts gebracht hat, der Katheter, und ich brutale Schmerzen hatte. Und dann haben die mich auf Intensiv gebracht. Und ja, da lag ich dann 3 Tage mit dem Morphiumperfusor
also durchgehend Schmerzmittel über die Vene und kann mich da wirklich an nichts erinnern. Also ich kenne den Raum auch nur aus einer Perspektive. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, mein Bruder da waren, dass ich ein, zwei Mal was von denen wollte und die mir das vorbeigebracht haben. Aber sonst wirklich gar nichts. Ja, und dann ging es von da auf normale Station. Da wurden nach und nach die Drainagen gezogen. Und nach circa 2 Wochen durfte ich dann nach Hause. War erstmal riesen erleichtert. Also, ähm, ja, weil Schmerzen doch was anderes sind. Also, wenn man so eine schmerzvolle Zeit hinter sich hat, dann ist man echt extrem dankbar, wenn man wieder zur Ruhe kommt und ja, seinen Alltag leben kann. Danach war ich erstmal im Urlaub ein, zwei Mal, wieder ein bisschen zu Kräften kommen, und habe dann eine Reha angefangen. Das war im September. Und die Reha lief auch ganz gut. Also mein Ziel war, dass ich mich körperlich fitter fühle, dass ich wieder Sport machen kann, dass ich stärker werde, meine Ernährung besser umstelle. Also ich habe mich vorher auch schon gut ernährt, aber es sind oft so die kleinen Details, gerade Richtung Mikronährstoffe und auch Supplements, habe ich mich viel erkundigt und geschaut, dass ich so mein Leben ein bisschen optimieren kann, meine Ernährung. Und ja, habe dann mein Praktikum angefangen im Rettungsdienst. Ähm, ja, und war voller Feuer, so konnte eigentlich gar nicht erwarten, so mit dem Leben jetzt richtig zu beginnen. Und ja, habe dann meine Routinekontrolle, die dritte Diagnose bekommen. Ja, und diesmal war es echt heftig. Also ähm, ich habe einen 6 Zentimeter großen Tumor, der Kontakt mit meinem Herzen hat. Und ja, die ersten Symptome, die ich hatte, waren kurz nach dem CT, habe ich angefangen, Blut zu husten. Und ja, das war schon so ein Moment, wo ich wieder sehr viel Angst hatte. Und ein Moment sticht da ziemlich heraus. Also in den letzten 2 Jahren hatte ich nie akut eine Situation, wo ich wirklich gedacht habe, okay, so ich sterbe jetzt. Und weil ich es auch nie wahrhaben will, so ich versuche mal positiv zu denken, aber in dem Moment war das so, dass ich ja aus dem Nichts Schmerzen hatte in der Brust und dann habe angefangen, ein bisschen langsamer zu atmen, ein bisschen flacher zu atmen und dann bin ich aufs Klo und habe dann Blut gespuckt und normalerweise, wenn man Blut spuckt, ähm, ist es so geronnenes Blut schon, also das sich irgendwann mal abgelegt hat in der Lunge und dann nachgehustet wird. Aber in dem Fall waren es Tröpfchen, also frisches Blut und nochmal als Hintergrund dazu. 2 Tage vorher wurde ich angerufen aus dem Krankenhaus und es hieß, wenn wir nicht direkt mit der Chemotherapie anfangen, kann es sein, dass ihre Pulmonalvene oder Arterie, die da oben verläuft, dass sie platzt und dass ich sterbe. Ähm, mit dem Gedanken wurde ich ein bisschen allein gelassen, habe versucht, es wegzudrängen, aber wenn dann so ein Moment passiert, wo man Blut spuckt, flach atmet und dann mit sowas im Hinterkopf, hat man höllisch Angst und in dem Moment bin ich auch ohnmächtig geworden, meine Augen sind zugegangen. Ich habe angefangen zu schreien und ja, und dachte, dass ich sterbe in dem Moment. Ähm, zum Glück kamen meine ganzen Verwandten und so, haben mich direkt beruhigt und mir klargemacht, dass es nur ein kleiner Vorfall ist und ich mich da nicht reinsteigern soll. Ja, das war so relativ am Anfang und ich muss sagen, es ist meine zweite Chemotherapie. Ich habe eine schon durch, ich kenne meinen Körper besser. Ähm, ich gehe anders damit um auf jeden Fall. Allein was Medikamente angeht, was mental angeht. Also darüber werde ich auch in einem anderen Video mal erzählen, wie ich mich mental auf so eine Chemotherapie vorbereite. Ähm, ja, und aktuell befinde ich mich jetzt kurz vorm 6. Zyklus. Ähm, ja, die Wintermonate waren jetzt schon sehr hart, muss ich sagen. Also man ist halt sehr isoliert. Ähm, aber ich habe einfach versucht, dass ich mich gut ablenken kann.
die Zeit mit meiner Familie so gut genießen kann, wie es nur geht. Mit den Menschen, die ich liebe. Und ja, meine Intention mit diesem Video ist folgende. Wenn ich mit dem Video auch nur einer Person da draußen helfen kann, die sich in so einer Situation befindet, dann ist für mich eigentlich schon alles getan. Da bin ich sehr froh. Vielleicht bist du ja da draußen und bist gerade in dieser Situation ähm, und hast Angst, oder an diejenigen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich gerade. Ähm, Glaubt an euch, glaubt daran, dass ihr wieder gesund werdet. Und auch wenn nicht, es gibt viele, auch junge Leute, die palliativ behandelt werden, also ähm, symptomlindernd sozusagen austherapiert sind. Nimmt es nicht als Label für euch selbst, sondern es ist lediglich bezogen auf die Therapie. Es gibt Menschen, die lange Jahre als Palliativpatienten weiterleben. Ähm, ja, und glaubt an euch. Vor allem nicht nur die jungen Leute, die an Krebs erkrankt sind, generell an die, die Schwierigkeiten im Leben haben, ob es jetzt Depressionen sind oder Schicksalsschläge. Ich bin die letzten Jahre sehr oft auf die Schnauze gefallen, sehr oft auch unfreiwillig. Und egal wie tief das Loch war, in dem ich mich befand, ähm, ich wusste immer, dass oben Licht ist und dass bessere Tage bevorstehen. Und durch seine Erkrankung entstehen auch ganz neue, durch seine Erkrankung fallen einem auch ganz neue Aspekte so des Lebens auf, hinsichtlich Dankbarkeit. Also viele von uns suchen und suchen immer und wollen und ähm, haben nicht genug, aber eigentlich hat jeder von uns schon alles in sich. Ähm, und ich rede jetzt nicht nur von Gesundheit, sondern auch von generell anderem. Ähm, Ich bin überzeugt davon, dass jeder alles in sich hat und auf der Reise, auf seinem Weg einfach nur dabei ist, die Sachen einzusammeln. Wenn man begreift, wie viel man eigentlich hat, dann ähm, bemerkt man, dass man eigentlich sehr wenig braucht. Und gerade Sachen, die man selber auch wirklich will und nicht, die man woanders sieht und denkt, dass man sie braucht. Ähm, und gerade was Gesundheit angeht, also die lernt man auch ganz neu zu schätzen. Und ich habe auch oft gehört, warum es solche Erkrankungen auf der Welt gibt, warum Menschen so leiden müssen. Aber wenn es die Nacht nicht geben würde, dann könnte man den Tag auch nicht wertschätzen. Und deswegen, und auch wenn es so ein kleines bisschen ist, ganz wenig Hoffnung, immer dran festhalten. Falls sich einige von euch jetzt in dieser Situation befinden und Fragen haben oder einfach nur was loswerden wollen, können Sie es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten findet ihr in der Beschreibung noch den Link zur Sarkom-Stiftung. Wäre ich sehr froh darüber, wenn ihr euch das mal anschauen könnt. Ähm, und ja, falls ihr jemand gerade in eurer Familie, in eurem Umkreis habt, der sowas Ähnliches durchsteht, ähm, das Letzte, was so eine Person will, ist Mitleid, sondern die Person will Aufmerksamkeit. Die Person will wissen, dass ihr an sie denkt und dass ihr für die Person da seid. Und es muss nicht nichts Großes sein, es sind oft kleine Gesten. Es sind oft kleine Gesten. Äh, es kann eine Blume sein, es kann was zu essen sein, es kann was Persönliches sein, aber einfach zeigen, dass man da ist, und das verändert schon sehr viel. Danke fürs Zuschauen und bis bald.